Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht, weil es ja die letzten beiden Tage kein Video kam. Wir sind jetzt heute auf dem Dienstag angekommen. Und zwar haben wir ja folgendes Problem, dass ja einfach hier die Geschichte mit dem Beton noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Da müssen wir mal so ein bisschen optimieren. Da würde ich jetzt ganz gerne mal schauen, wo wir denn unseren Effiziency-Checker-Mod freischalten können. Weil der mir sagen kann, momentan wie viel wo irgendwie reinkommt. Weil der müsste ja eigentlich irgendwo, müsste der ja hier sein. Hoffe ich zumindest. Oder auch nicht. Also die Mod ist auf jeden Fall aktiv, das weiß ich. Geschmolzene Metallgut, Xenobäscher. Wo ist das Ding? Schwebe. Also den Schweberucksack gibt es hier relativ früh, ne? Das, aber wo ist denn das Gerät? Ich weiß es ehrlich nicht. Gute Frage, gute Frage. Aber warte mal kurz. Option. Ne, Mods. Aber aktiv müsste er eigentlich sein. Warte mal, Mod-Configs. Ah. Effiziency-Checker-Mod. Oder gibt es die erst später wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall müssen wir uns mal Gedanken machen, denn wir müssen unsere Produktion so ein bisschen am Laufen halten. Und das ist so ein bisschen das Problem und deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, werden wir hier mal die Container hier austauschen. Ich werde mal ganz kurz einmal hier die ganzen Geschichten mal eben rausnehmen. Und wir werden mal hier ein paar Container bauen, dass wir die austauschen können. Das ist der Plan. Dann werden wir die jetzt alle nach und nach mal eben austauschen gleich. Wir werden aber erst hinten mal eben kurz die Kabelgeschichte zu Ende bauen. Und dann tauschen wir die ganzen Dinge einfach alle mal eben aus. So, und es sieht auf jeden Fall alles hier schon mal recht ordentlich aus. So, natürlich brauchen wir hier noch einen Container, ne? Weil ohne den geht gar nichts. Den müssen wir noch mal eben hier hinzimmern. So. Dann brauchen wir den hier. Der muss dahin. 2, 3, 4. Zack, zack. Ja. Yeah. So, wie weit müssen wir dann bis hier rüber müssen wir? Zack. So. Dann müssen wir einmal mit der 5 hier runter. Mit der 6 geht es hier runter. Den schmeißen wir nochmal raus. Den verbinden wir mit da. Den reißen wir ab. Den bauen wir dahin. So. Und dann können wir nämlich jetzt hier. Schwupp. Ah, guck mal, da haben wir nur 2 Meter Versatz drin. Dann können wir das ja ganz anders bauen, ey. Mega. Dann machen wir das nämlich mal ganz anders hier. Pass mal auf. Dann machen wir es nämlich folgendermaßen. Wenn wir da nämlich nur 2 Meter Versatz drin haben, können wir das nämlich viel einfacher gestalten. Nehmen wir dann immer sagen, wir den hier hin.
Muss ich mal eben nach oben gehen. Sonst wird das nix. So, also, dann machen wir Folgendes. Wir werden hier erstmal den Fusionator aufbauen. Fusionator. Zack, der bauen wir erstmal dahin. Den machen wir dann erstmal hier hin. Der wandert da rein. Der wandert hier hin. Der wandert da rein. So, hier machen wir dann jetzt einfach eine 2 Meter Rampe rein. So, der wandert hier hin. So, das Ganze müssen wir natürlich Sekunde 4 da erstmal rein. Upp. Den erstmal hier runter. Der geht wieder hier rein. So, und jetzt müssen wir natürlich hier erstmal noch ein bisschen paar Fundamente aufbauen, weil ich ja noch nicht weiß, wie ich das Ganze hier aufbauen will. Deswegen würde ich ganz gerne hier erstmal einen Splitter hinbauen. Dafür brauchen wir wieder ein Förderband. Produktion, Werkbank. Förderband, 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 Förderband. Einfaches Förderband. So, haben wir. Logistik. Wo ist der Splitter? Da ist der Splitter. So, ziehen wir den erstmal hier rein. Und dann machen wir 6. Den einmal hier hin. Den einmal dahin. Den dahin. Der wandert hier hin. Der wandert dahin. Da rein. So. 1, 2, 3, 4, 5. Also machen wir 1, 2, 3 in die Mitte und der wandert dahin. Der wandert dahin. So, damit haben wir das auch bedient. Und wir sind alle wunschlos glücklich. Genau, jetzt müssen wir noch eben die Tür reinmachen. Das heißt, wir werden jetzt mal eben hier alles verkleiden. Aber erstmal brauchen wir den hier. Ja, suchen wir nicht schlecht. Zack. Zack. So. 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 Ach, nach 2 habe ich die Tür gesetzt, ne? Genau. Das heißt, da kommt die Tür hin. Dann kommt hier eine Tür hin. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite ebenfalls. Haben wir Biomasse dabei? Natürlich nicht. Dann müssen wir noch den Bogen gleich eben wegmachen. So, den ziehen wir jetzt erstmal hier rüber. Jetzt haben wir Eisenblech fehlt. Okay, das können wir ja mal eben holen. Daran soll es nicht scheitern.
So, haben wir sonst so alles dabei? Eisenplatten haben wir noch, Eisenstangen haben wir noch. Ja, das passt soweit. Hopp. Ah. So. Wenn wir dann gleich schon mal Kabel am Start haben, da ist schon mal eine ganze Menge mit geholfen. Dann können wir nämlich danach direkt am nächsten angehen. Dann müssen wir uns mal um Sachen kümmern wie modulare Rahmen. Brauchen wir dann noch. Dann würde ich erstmal Richtung auch Rotoren, verstärkte Eisenplatten und so weiter produzieren. Das wäre dann erstmal so der nächste Part, bevor wir dann an die tatsächliche Stahlproduktion, glaube ich, rangehen. Und natürlich, klar, wir brauchen ja noch Kupferstangen und, ne, Kupferstangen haben wir schon hier. Zinn, Zink, das muss ja auch noch alles kommen. Da müssen wir dann auch noch mal gucken, wie wir das angehen. So. Es fehlen Eisenplatten. Wer hätte es gedacht? Es fehlen Eisenplatten. Nehmen wir erstmal 800 Stück mit, glaube ich. Noch Beton. Ein bisschen was haben wir noch, wird aber eng. Dann lass uns mal eben hier ein bisschen was raus. Ah, guck mal hier, ein Traum, oder? Yes. Bei wie viel Prozent läuft der denn gerade? Das würde mich mal interessieren. 58, also nicht ganz so optimal. Also ich habe jetzt privat, habe ich auch nochmal einen Spielstand angefangen, wo ich ein bisschen anders baue. Also ein bisschen was ausprobieren möchte. Und bin da, weiß Gott, aber noch nicht so weit, wie ich hier bin. Und läuft eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Aber bin gerade mal dabei und noch nicht mal die erste Produktion aufgebaut. Ne? So, das haben wir. So, jetzt haben wir das hier. Und das. So, jetzt müssen wir den Strom noch eben wieder rauskriegen, ne? Oder wäre es ja vielleicht schlau, wenn wir den Strom, wenn wir das hinkriegen, dass wir den da hinkriegen und da rauskriegen. Weil sich das nämlich hier schön geil parallel gegenüber ist. Wenn wir das da gerade rausziehen, kriegen wir das hin? Yes, kriegen wir hin. So, dafür müssen wir dann einmal den hier rüber ziehen. Den ziehen wir dann einmal da an die Ecke rüber. Den ziehen wir dann... Ne, das machen wir darüber und den dann dahin. So. Wenn ich jetzt ja schlau wäre, könnte ich ja hier direkt die beiden eigentlich austauschen, ne? Das heißt, dann lass uns mal eben die Sachen zusammen craften. Das müsste eigentlich mit einer Werkbank gehen. So, wir brauchen erstmal 10 Rotoren. Dafür brauchen wir erstmal Bleiblech.
So, jetzt brauchen wir generell nochmal 100 Bleiblech. So, jetzt müssen wir dann kurz ein paar Schrauben holen. So, dann tauschen wir die beiden nämlich mal eben aus. Das hat ja an sich damit nichts zu tun, dass ich dadurch jetzt irgendwie, ja, das ist ja in dem Sinne kein Cheaten, ne? Ja, der ist schief drin. So. Genau, das hat ja nichts mit Cheaten oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach nur dafür da, dass die Produktion einfach weiterläuft, ne? Und zwar, dass sie vernünftig läuft. So. Außerdem fressen die Dinger ja auch ordentlich Material, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. So. Jetzt brauchen die Dinger natürlich hier Strom. So, wo hat der denn seinen Stromanschluss hier? Da hat der den an der Ecke. Okay. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier den Strom drin. Das heißt, wir legen den Strom jetzt erstmal nach dahin. Legen dann einmal den Strom hier durch. Legen den einmal hier rüber. Legen den nach da. So, jetzt bauen wir hier mal eben den Strom auf. Das heißt, wir bauen hier. So, da an die Kante ran. Den dahin. Schwupp. Den dahin. Der wandert nach hier hin. Und der wandert dann nach dahin. Der geht da dran. Der geht da dran. Und der geht ist da dran. Okay, alles klar. Gut, perfekt. So, jetzt haben wir hier die Schmelze. Die geht dann hier einmal rüber. Ah, scheiße, da sind schon 4 dran. Eieieiei. MK2 haben wir noch nicht. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Das ist aber nicht schlimm. Warte mal, wir müssen ja sowieso hier rüber. Dann lass uns doch den hier mal eben hier hinholen. Den dann da verbinden. Dann ziehen wir den hier weiter. Nach dahin. Ziehen den hier rüber, bis wir dann MK2 Strommasten haben. So, hier ist nichts ausgewählt. Da brauchen wir Kupferbahn. Wir brauchen aber auch, wie viel brauchen wir denn insgesamt? 30 brauchen wir auch, ne? Das heißt, er macht auch volle 30. Hier macht er ebenfalls 30. Das ist eingestellt. Dann ziehen wir den jetzt einmal hier rüber. An die Ecke, glaube ich, ne? Zack. Und den dann dahin. Damit läuft der auch schon mal. So, jetzt müssen wir nur noch den Strom hier drüben durchziehen. Der geht da dran. Dann wird der einmal da verbunden. Das gleiche machen wir hier drüben.
Und den müssen wir noch mit dem verbinden. Damit sollten die Dinger auch Strom haben. So. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Gut, jetzt müssen wir den Strom nur noch nach oben zur Mine kriegen. Dass die dann den ganzen Scheiß anfängt runter zu fördern. Und das würde ich jetzt erstmal so gestalten, dass wir, glaube ich... Ja, durch die Decke kommen wir ja nicht durch, ist ja das Problem. Dass wir dann hier außen rausgehen. Machen wir den mal hier in die Mitte hin. So. Und dann bauen wir den hier noch erstmal nach oben auf. So, warte kurz. Einmal nach oben düsen. So, den verbinden wir dann erstmal einfach hier oben mit und verbinden den dann damit. Ja, runterpacken kann ich den eh nicht. Also eigentlich auch erstmal völlig egal. Aber das Wichtige ist, es läuft. Wie gesagt, schön ist erstmal ein bisschen Nebensache, das ist erstmal völlig unwichtig. Die Hauptsache ist erstmal, dass die Scheiße erstmal läuft. Genau. So, jetzt gucken wir mal, ob das so alles funktioniert. Dann müssen wir jetzt noch eben hier vorne 5, den einmal hier hochpumpen. 6, zack. Der Container steht scheiße. Der steht nicht ganz richtig. Der muss einen weiter nach vorne. Zack, zack. Jetzt steht er richtig. Das passt besser. So. Er wandert jetzt noch dazu. Fertig ist. Was ich schade finde, dass es keine halben Wände gibt. Das ist echt schade. So, jetzt warten wir noch mal ganz kurz. Und dann wollen wir mal warten, dass alles hier funktioniert hier. Kann natürlich jetzt noch ein bisschen dauern, ne? Na, da kommt es auf jeden Fall. Dürfte gleich soweit sein. Ah, da ist es doch perfekt. Dann legen wir jetzt gleich noch mal das Gestein nach oben. So, hier wird das alles schön getrennt, alles super. Zack. Ja, läuft alles schön auf 100%, weil es alles 1:1 aufgesplittet wird. Und dadurch wird er dann jetzt gleich auch so 100% schön effektiv arbeiten. Ja, perfekt. Freunde, wir haben Kabel. Perfekt. So muss es sein. Wir haben Kabel. Ast rein.
So, dann können wir jetzt mal eben kurz Architektur. Dann bauen wir nochmal hier kurz eine Leiter nach oben. Schwupp. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das heißt, wir können das hier einmal frei rüberführen. Dann machen wir die 4 erstmal dahin. Die 4 dahin. Dann brauchen wir den hier. Machen wir hier hin. Den dahin. So, jetzt haben wir ja hier Gestein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Das müssen wir vielleicht mal eben kurz einmal umbauen. Das sollte aber kein Problem darstellen. Weil wir nämlich jetzt hier einfach einen Fusionator hinbauen. Der ja ruhig nach hier hin auch rausgeht. Das ist kein Thema. Nee, das wird nichts. Den müssen wir anders machen. Müssen wir anders bauen. Pass auf. Bauen wir den erstmal da raus. So. Das heißt, der hier wird da, dann müsste er da rausgehen, dann müsste das ungefähr so passen. Der wandert dann nach dahin. Den ziehen wir ein bisschen weiter hier runter. So. So. Zack. Zack. Nee. Dahin. Der nach da. Der nach da. Der geht dann erstmal hier raus. Dann muss er da gleich in die Mitte. Das heißt, wir ziehen ihn nach hier raus. Dahin raus. Und dahin rein. Und dann läuft das auch. So, jetzt holen wir hier das Ganze noch mal eben hoch. Und dahin. Perfekt. Läuft. So, jetzt weiß ich natürlich, ich habe null Überblick darüber, wo, wie viel irgendwie von wo reinkommt. Ja, also wir müssen das natürlich jetzt mal so ein bisschen aufschlüsseln. Weil wenn wir dann nämlich später so ein bisschen Gestein über haben, würde ich das Ganze versuchen aufzusplitten. Dass wir nach dem Aufsplitten, das heißt, das müsste ich mir mal aufschreiben, alles mal zusammenrechnen, wie viel insgesamt wir jetzt schon da reinpulver, wenn alles wirklich zu 100% funktioniert. Das könnten wir vielleicht schon mal eben kurz machen. Wartet mal. Also, passt auf. Also 2-3 Minuten haben wir ja noch. Und dann würde ich das ganz gerne mal ein bisschen umbauen. Also, ich nehme mal ganz kurz hier ein Zettelchen. Eine Sekunde. Also, ich fange mal an. Das hier sind ja die Eisenplatten, ne? Da haben wir einmal 10 mal Gestein. Schreibe ich mal auf. 10. Dann gehen wir rüber zu den Eisenstangen. Da haben wir 5. Dann müssen wir einmal rüber in die Schraubenproduktion. Ich jetzt einmal hier rein. Da haben wir 4,167. Das ist natürlich nicht so geil. Kann man das nicht hochtakten oder so? Aber wir brauchen nur 12,5. Egal, pass auf, schreiben wir mal auf. 4,167. Sind wir annähernd bei knapp 20. Das sind die ersten 3 Produktionen. Dann haben wir hier die nächste. Das ist die hier, ne? Ja, die ist wieder bei 5. Dann haben wir das erledigt. Dann haben wir hier drüben noch eine. Diese hier.
Da sind wir wiederum auch bei 10. So, haben wir noch eine immer. Ja, jetzt haben wir natürlich noch die ganze Drahtproduktion und Kabel und Kupferschienen und so ein Scheiß, ne? Genau, die jetzt noch mit da reingehen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal nach hier hinten rüber. Und holen uns die hier auch nochmal. Also, hier haben wir nochmal 10. Ja, kommt schon ein bisschen was zusammen, muss ich sagen. Hier haben wir 5. So, dann haben wir als nächstes die Drahtproduktion. Das müssen, glaube ich, auch mindestens 5 sein. Ja, haben wir auch 5. Und last but not least haben wir jetzt die Kabel. Das dürfen dann 10 sein. So, wenn wir jetzt mal durchrechnen, haben wir 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 64,167. Aber das heißt, sie haben genau diese von den Schraubenproduktionen quasi zu viel. Das heißt, wenn ich bei der Schraubenproduktion, wenn ich den Container da einfach voll laufen lasse, dann ist das eigentlich egal. Dann haben wir jetzt 4, irgendwas im Überfluss. Was jetzt nicht dramatisch ist, aber das wissen wir zumindest schon mal Bescheid. Das ist schon mal was, womit wir jetzt arbeiten können, ne? Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können jetzt den Rest auf jeden Fall, wenn jetzt alles laufen würde, nach Plan, dann wäre es machbar, dass wir den hier auf 100% hochgetaktet kriegen. Momentan läuft er ja noch nicht so hundertprozentig, aber das wird jetzt kommen. Aber wir müssen dafür natürlich dann jetzt erstmal die anderen Container austauschen, ne? Das heißt, ich würde jetzt anfangen. Oh, wie viele Container brauchen wir denn? Lass mal rechnen. Eisenplatten, Eisenstangen, Schrauben. Kupferschienen. Kupferstangen. Draht. Kabel haben wir schon. Dann brauchen wir für Eisendraht. Und Eisenblech. Zähle ich jetzt gerade 8. Das heißt, wir brauchen Minimum 16 Container davon, damit das alles funktioniert. 16 Container. Okay. Dann nehmen wir die 16 Container, würde ich sagen, schon mal in die Liste auf. Und werden dann in der nächsten Folge dafür das ganze Material mal herstellen. Und dann werden wir die ganze Geschichte ausbauen und dann geht's an die nächste Runde. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes auf die Produktionsliste setzen. Tendenziell würde ich vorschlagen, dass wir beginnen mit... Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Wir harren der Dinge, die da kommen. Gut, dann würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und was wir machen, bleibt eine Überraschung. Ich mache mir Gedanken. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.